Da Domenico es natürlich maßlos übertrieben hat, müssen wir aus Jugendschutzgründen ab und zu mal einen Piepton einblenden. Ich mach Marcelito mal eine Freude. Ich pack mal schon mal den Koffer. Wir müssen ja alles mitnehmen, was wir brauchen. Na, da brauchen wir auch ein paar Säckel. Ja, und naja, das darf auch nicht fehlen. Da dürfen wir ja die Technik nicht vergessen. Oh, packen. Also, der Koffer ist schon fast gepackt. Marcelito wird sich freuen. Oh, wir dürfen das Essen nicht vergessen. Oh ja. Und wer weiß, wie schmutzig das da ist. Das muss auch noch mit. Oh ja. Oh. Ja, Spüli. Oh. Ja. Und naja, wenn es mal dunkel ist. Es muss da auch noch alles rein. Oh. 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 Geht nicht zu. Domenico, was hast du gemacht? Alter, Marcelito. Ich wollte eine Freude machen, indem ich den Koffer packe für unseren Urlaub. Ja, also wie Domenico sollte man natürlich nicht packen. Ich kann natürlich verstehen, dass er Musik beim Packen gehört hat. Dann macht das Ganze mehr Spaß. Doch jetzt zeige ich euch, wie man es richtig macht. Als erstes sollten wir uns vielleicht fragen, was brauche ich im Urlaub überhaupt? Ich sage mal so, brauche ich das im Urlaub, wenn ich in eine Ferienwohnung gehe? Nein, natürlich nicht. Deswegen sparen wir uns den Platz. Kommen wir zum ersten Tipp. Große Sachen und schwere Sachen ganz nach unten in den Koffer. Zum Beispiel der Gimbal oder das Tablet, geschützt in der Verpackung. Naja, warum das Ganze? Damit es gut geschützt ist und nicht kaputt geht. Und wir wollen ja auch platzsparend packen, sodass wir möglichst viel in unseren Koffer bekommen. Und dann geht es auch schon weiter. Ja, Domenico hat das einfach reingeworfen. Was ist, wenn es ausläuft? Dann haben wir eine Schweinerei im Koffer. Deswegen nehmen wir eine Plastiktüte. Gar nicht so schwer. Da machen wir zum Beispiel unsere ganzen Badutensilien rein. Okay, das muss man da jetzt nicht unbedingt rein tun. Machen unser Tütchen zu. Und schon haben wir es sicher verpackt. Socken kennt ihr natürlich vernünftig. Aber, was vielleicht nicht jeder weiß, und ich musste das auch erst lernen, naja, wie verpacke ich jetzt das T-Shirt? Naja, ich falte es so zusammen und jetzt kommt der Trick. Ich rolle es. Genau. So wenig Platz nimmt das gerollte T-Shirt ein. Ich kann es in meinen Koffer packen. Das Ganze mache ich auch mit der Hose. Ich rolle sie einfach zusammen. Und schon habe ich eine Menge Platz gespart und tue es hier rein. Das brauchen wir natürlich nicht. Da hat der Domenico es wieder zu gut gemeint. Naja, noch ein paar Socken. Okay, das könnten wir jetzt endlos so weiterführen, das tue ich euch aber nicht an. Dann haben wir gesehen, dass der Domenico die Nahrungsergänzungsmittel einfach so in der Packung genommen hat. Naja,
pro Tag brauchen wir ein Tütchen. Das heißt also, im Fall von Fitline ist es so, dass wir einfach die Tage zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Tage, eine Woche. Ja, packe vielleicht noch ein kleines Tütchen in mein Köfferchen und schon brauche ich doch diesen Platzräuber gar nicht. Ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, wahrscheinlich besonders für die Frauen, Schuhe. Naja, auch da können wir Platz sparen. Zum Beispiel können wir den Platz in den Schuhen nutzen, um dort Socken hineinzutun. Genial, oder? Und dann wollen wir ja nicht, dass die Schuhe unsere Sachen dreckig machen, also tun wir die in eine Tüte. Zum Beispiel in diesem sauberen Müllbeutel. Und dann, man sieht es hier vielleicht nicht so gut, legt man sie so übereinander. Und kann sie wunderbar in unseren Koffer packen. Das geht noch besser, wenn man solche Schuhüberzieher hat. Doch, die habe ich leider nicht. Deswegen kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Und der Urlaub ist schon ziemlich nah. Ja, natürlich den Käse, den Domilita eingepackt hat, packen wir nicht in den Koffer. Das wäre ja etwas bekloppt. Genau. Und so machen wir das mit allen Sachen weiter. Und wir werden feststellen, dass der Koffer ganz wunderbar zugeht.